Ist Teleportieren möglich? Könnte sich ein Baseball in etwas wie eine Radiowelle verwandeln, Gebäude durchdringen, um Ecken springen und wieder zu einem Baseball werden? Dank Quantenmechanik könnte die Antwort seltsamerweise ja lauten. Zumindest mehr oder weniger. So funktioniert's. Der Baseball selbst könnte nicht per Funk gesendet werden, aber alle Informationen über ihn schon. Die Quantenphysik betrachtet Atome und Elektronen als Ansammlung bestimmter Eigenschaften, zum Beispiel Position, Schwung und Drehung um die eigene Achse. Die Werte dieser Eigenschaften konfigurieren das Partikel und geben ihm eine Quantenzustandsidentität. Zwei Elektronen mit demselben Quantenzustand sind identisch. Unser Baseball definiert sich buchstäblich durch einen Kollektiv-Quantenzustand, das Resultat seiner vielen Atome. Könnte diese Information zum Quantenzustand in Boston gelesen und um die Welt gesendet werden, dann könnte man Atome für dieselben chemischen Elemente in Bangalore mit diesen Informationen prägen und sorgfältig so zusammensetzen, dass daraus genau derselbe Baseball wird. Aber das ist nicht so einfach. Quantenzustände sind schwer zu messen. Die Unschärferelation in der Quantenphysik impliziert, dass Position und Schwung eines Partikels nicht gleichzeitig gemessen werden können. Am einfachsten misst man die exakte Position eines Elektrons, indem man ein Lichtpartikel, das heißt ein Photon, davon ablenkt und das Licht in einem Mikroskop sammelt. Doch das Ablenken verändert den Impuls des Elektrons auf unvorhersehbare Weise. Alle vorherigen Informationen über den Impuls gehen verloren. So gesehen sind Quanteninformationen fragil. Sie verändern sich durch Messung der Informationen. Wie können wir also etwas senden, das wir nicht vollständig lesen können, ohne es zu zerstören? Die Antwort liegt im eigenartigen Phänomen der Quantenverschränkung. Verschränkung ist ein altes Geheimnis von den Anfängen der Quantenphysik und gibt bis heute Rätsel auf. Mit dem Verschränken der Drehung zweier Elektronen wird eine Wirkung erzeugt, die Distanz überwindet. Durch Messen der Drehung des ersten Elektrons kann die Drehung des zweiten festgelegt werden, egal ob die Partikel eine Meile oder ein Lichtjahr voneinander entfernt sind. Die Information über den Quantenzustand von Elektron 1, Datenqubit genannt, beeinflusst irgendwie seinen Partner, ohne ein Signal durch den Zwischenraum zu senden. Einstein und seine Kollegen nannten diese seltsame Kommunikation spukhafte Fernwirkung. Zwar scheint es, dass Verschränkung zwischen zwei Partikeln dazu beiträgt, ein Qubit sofort räumlich zu übertragen. Doch es gibt ein Problem. Diese Interaktion muss vor Ort beginnen. Beide Elektronen müssen in unmittelbarer Nähe verschränkt werden, bevor eins davon zu einem neuen Standort transportiert wird. Quantenverschränkung ist an sich keine Teleportation. Zum Abschluss des Teleportierens brauchen wir eine digitale Nachricht, um das Qubit auf der anderen Seite zu dekodieren. Zwei Datenbits, die durch das Messen des ersten Partikels erzeugt wurden. Diese digitalen Bits müssen traditionell übertragen werden, was durch Lichtgeschwindigkeit, Funk, Mikrowellen oder etwa Glasfaser eingeschränkt ist. Beim Messen eines Partikels für diese digitale Nachricht zerstören wir seine Quanteninformation. Das heißt, der Baseball muss aus Boston verschwinden, um nach Bangalore teleportiert zu werden. Dank der Unschärferelation überträgt die Teleportation Informationen über den Baseball zwischen den zwei Städten, ohne sie je zu duplizieren. Theoretisch könnten wir also Objekte und sogar Menschen teleportieren, aber derzeit ist es unwahrscheinlich, den Quantenzustand der Aberbillionen Atome großer Objekte zu messen und diese anderswo wieder zusammenzusetzen. Der Aufwand und die dafür benötigte Energie sind astronomisch. Im Moment können wir zuverlässig einzelne Elektronen und Atome übertragen, was zu High-End-Datenverschlüsselung für spätere Quantencomputer führen kann. Die philosophischen Folgen der Quantenteleportation sind subtil. Ein teleportiertes Objekt bewegt sich nicht wirklich durch den Raum wie fassbare Materie und es wird auch nicht exakt übertragen, wie zum Beispiel immaterielle Daten. Es scheint ein bisschen von beidem zu tun. Die Quantenphysik liefert eine seltsame neue Vision jeglicher Materie des Universums als Ansammlungen fragiler Information. Und Quantenteleportation zeigt neue Wege, um diese Fragilität zu beeinflussen. Vergiss nicht, sag niemals nie. In gut 100 Jahren hat die Menschheit den Sprung von einer unklaren, neuen Erkenntnis über das Verhalten von Elektronen auf atomarer Ebene zu deren sicherem Teleportieren durch einen Raum geschafft.
Welche technische Beherrschung solcher Phänomene werden wir in 1000 oder 10.000 Jahren erreichen? Nur Raum und Zeit kennen die Antwort. Lerne mehr mit diesen Videos und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Verpasse nie die Chance, etwas Neues zu lernen.